Herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden, Freunde. Ich freue mich so. Ich mache mal wieder Wurst. Und zwar gibt es heute Hausmacher Zwiebelleberwurst. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch heute. Bleibt dran, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. So, ihr habt es ja gehört, es geht wieder los mit dem Wurstmachen. Ich freue mich schon riesig drauf. Ihr wisst ja, ich bin Leberwurst-Liebhaber. Und zum Saisonauftakt machen wir gleich eine Hausmacher Zwiebelleberwurst. Da brauche ich ein paar Zutaten. Das ist zum einen, habe ich da ein bisschen Bauchspeck. Dann habe ich hier Schweinebauch und ich habe hier Schweineschulter noch ein kleines Stückchen gehabt. Dann brauche ich natürlich eine ganze Menge Zwiebeln und ich brauche Äpfel mit dazu. Das kommt bei mir noch mit dazu. An Gewürzen habe ich hier Kochsalz. Da habe ich hier ein Leberwurstgewürz. Ich weiß, die eine wird das gleich sagen, ja, das braucht man nicht. Aber Leute, da ist nichts drin an Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe. Das sind nur Senfmehl ist da drin, Ingwer, Majoran, Pfeffersaat, Salz, Pfeffer, Chili, Thymian, Nelken, Koriander, Paprika und Muskatnuss. Genau das ist dieselbe Mischung, was ihr zusammenstellen würdet, wenn ihr es selber mischt. Also warum nicht gleich vorgemischt? Für mich zumindest. Ihr müsst nicht machen. Ich schreibe es euch unten rein, was da alles noch nehmen könnt in die Infobox. Und dann habe ich da noch ein bisschen zusätzlich Majoran. Das ist gestoßener Pfeffer. Zusätzlich, wir machen es ein bisschen würzig und Koriander mit dabei. Und wie gesagt, das bisschen ist noch Muskat, dass es auch noch ein bisschen hervorgehoben wird. Die Leber habe ich gewässert. Die werde ich nachher zuputzen noch und bleibt nichts anderes übrig. Ihr habt gesehen, alles schon geschnitten. Ja, die Schnipplerei erspare ich euch immer. Jetzt gehen wir gleich zum Kochtopf und da kommt das ganze Fleisch ran. Und die Zwiebeln und den Apfel werde ich nachher noch klein schneiden und in der Pfanne schön karamellisieren. Aber da seid ihr euch nachher wieder mit dabei. So, das Wasser beginnt zu kochen. Da habe ich ein wenig Salz rein. Muss man nicht, kann man aber ich finde, wenn gar nichts drin ist, dann laugt das Fleisch so aus. Zuerst kommt der Schweinebauch und die Schulter rein. Der Rückenspeck, den tue ich so, ja, 15 Minuten vor Ende der Kochzeit. Das dauert jetzt 45 Minuten. Kommt der Rückenspeck mit dazu, weil der braucht ja nicht so lang. So, das Ganze darf ich schön vor sich hinsimmern und in dieser Zeit kümmern wir uns um die Zwiebeln und um die Leber. Da sehen wir uns gleich. So, ich habe mal kurz die Location gewechselt. Ihr seht, ich bin hier im Outdoor-Bereich und da habe ich mein gusseisernes Pfännchen und da brate ich die Zwiebeln und die Äpfel an. Ihr habt es gesehen, die Größe spielt im Endeffekt gar keine Rolle, weil es wird durch den Wolf gelassen. Was ich aber gleich mache, ich habe gesagt, ich will sie karamellisieren. Dann nehmt ihr gerade ein bisschen Zucker, macht ein kleines bisschen drauf und der Zucker wird irgendwann anfangen zu karamellisieren und dann habt ihr so einen wunderbaren Geschmack an eurer Leberwurst. So, ich würde sagen, ich mache die Zwiebel fertig und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, wie ihr seht, ist das Zwiebel-Apfel-Gemisch wunderbar karamellisiert, genauso wollte ich es. Das lasse ich jetzt einfach da stehen, darf ein bisschen auskühlen und jetzt kümmern wir uns um die Leber. So, da ist unsere gewässerte Leber. Da müsst ihr auch nichts machen, wie nur in kleine Stücke schneiden. Gut, das könnte man rausschneiden. Das da zum Beispiel sind solche Gallengänge, nennt man das. So. So, das war's. Leber vorbereitet, Äpfel und Zwiebel vorbereitet und jetzt kümmern wir uns wieder ums Fleisch. So, jetzt geht's endlich los. Wir fangen an mit der Leber. Die kippe ich mal da oben rein. Ja, das habe ich auch gesagt, dass ich die zuerst durchlasse, weil die Leber werde ich mit dem Salz aufschlagen und das Lecithin bindet, dass es dann später in der Wurst keinen so einen Fettabsatz gibt. Ich lasse mal kurz durch.
So, in die Leber kommt jetzt das komplette Salz. Und sonst nichts, nur das Salz. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Pökelsalz machen. Ich mache es jetzt mit Kochsalz. So, und ihr seht, wie das schon bindet, gell? So, wunderbar. So, das war's. Jetzt lassen wir den Rest durch und das sehen wir uns gleich. So, jetzt wird das Fleisch durchgelassen. So, die Zwiebeln und die Äpfel kommen jetzt auch durch. So, ihr habt es gesehen, noch ein bisschen Kochwasser hinten nach und euer Wolf ist schon fast sauber. So, da ist das durchgelassene Fleisch. Da kommen die Gewürze, die habe ich schon gemischt. Die verteilen wir jetzt da drin. Das mische ich erst ein bisschen durch und dann kommt die Leber mit dazu. Was ich da natürlich noch brauche, ist ein bisschen Brühe. So, gemischt. Jetzt kommt die Leber. So, wir mischen. Aber ich sehe jetzt schon, da brauchen wir ein bisschen Brühe. Das Fleisch verliert ja auch an Flüssigkeit. Das muss man natürlich wieder mit dazufügen. Sonst wird es nachher eventuell etwas trocken. Und das wollen wir ja nicht. Aber sieht ganz gut aus. So, ein bisschen brauchen wir noch. Das Geschickteste ist natürlich, man wiegt das gegarte Fleisch anschließend. Dann sieht man, was man an Garverlust hat. Aber ich habe es schon das eine oder andere Mal gemacht. Und somit habe ich das ganz gut im Gefühl. So, mehr muss man noch gar nicht machen. Ich probiere aber trotzdem. Sau lecker. Jetzt mache ich kurz sauber hier und dann fülle mein Gläser ab. Und da sehen wir uns wieder. So, ihr seht, ich bin wieder hier draußen zum Abfüllen. Einfach, weil das Tageslicht hier ein bisschen besser ist. Und ich habe schon ein paar Gläser aufgebaut. Ich muss mal nicht viel zeigen. Ich habe da so einen kleinen Trichter. Und da fülle ich es halt gerade einfach mal rein. Das flutscht ja auch so schon ganz gut durch. Und wenn nicht, habe ich da so einen kleinen Löffel. Da drücke ich es dann einfach rein. Und das kann man gut 3/4 voll befüllen. Dann gehe ich einfach her und klopfe ein bisschen unten drauf. Dann gehen die Lufteinschlüsse dann raus. Und ihr seht es, hervorragend. Ich mache jetzt den Rest alles fertig. Und wenn ich die Gläser befüllt habe, dann hole ich euch wieder mit dazu. So, wie ihr seht, die Gläser sind alle befüllt. Ich habe sie schon in mein Einkochautomat gestellt. Ein kleiner Tipp, stellt die Gläser rein, wenn das Wasser noch kalt ist, weil wenn das im heißen Zustand reinmacht, können die Gläser platzen. Ich zeige mal kurz die Einstellungen. 100 Grad, 120 Minuten und anschließend sehen wir uns dann wieder. Also ein kleiner Tipp noch, ich mache in das Wasser noch ein bisschen Essigkonzentrat, dann habt ihr keinen so einen Kalkansatz. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Wenn ihr das nicht habt, braucht ihr das natürlich nicht machen, aber wir haben sehr kalkhaltiges Wasser, deswegen ein kleiner Spritzer Essig dazu und alles ist gut. Wir sehen uns. Ja, da bin ich nochmal, die 120 Minuten sind inzwischen Vergangenheit und ich habe schon mal 2 Gläser rausgeholt. Schaut, so sieht es aus. Hervorragend, ich hole jetzt den Rest auch noch raus und dann lasse ich sie abkühlen und dann gibt es natürlich Probiererle, das zeige ich euch, wie die Wurst aussieht und da seid ihr natürlich wieder mit dabei. So, 24 Stunden später, die Zwiebelleberwurst ist super durchgekühlt und jetzt machen wir sie mal auf und
Tun sie mal aufs Brot. Gucken wir mal, ob man sie überhaupt streichen kann. Von der Farbe finde ich das super. Ja. Ja, natürlich. Also Butter braucht man da jetzt nicht, glaube ich, gell? Nee. Du magst ein bisschen dicker, gell? Ja. Aber die sieht richtig gut aus. Ich glaube, Konsistenz ist auch super. Ja. So wie man sich's vorstellt, glaube ich. Ja. Ja. Und das andere noch. Ich mag es ein bisschen dünner. Aber die Optik ist ganz Ja. super, gell? Schön. Sehr, Ja. sehr schön. Wie so Hausmacher, lieber was halt sein muss, ne? Ja. So, meine Freunde, jetzt wird gleich probiert und dann gibt es noch ein Abschlussfazit. Ja, da bin ich nochmal. Kurzes Fazit. Hausmacher, Zwiebelleberwurst, Freunde, sowas Gutes habe ich lange nicht mehr gegessen. Also die Menge der Zwiebel war genau richtig. Die 2 Äpfel da drin bringt noch so eine leichte Süße mit rein, fand ich richtig, richtig gut. Die Gewürze, richtig, richtig gut. Also hat alles richtig gut zusammengespielt, ja. Auch wenn ein Fertiggewürz drin ist, ja. Ihr nehmt ja auch einen Barbecue-Rub, ja, und mischt nicht jeden Rub zusammen. Ich finde die Sache richtig gut, solange keine Geschmacksverstärker drin sind oder sonstige Zusatzstoffe. Finde ich das super, kann man verwenden. Wer es nicht will, lasst ganz einfach weg. Aber im Großen und Ganzen auch die Zusammensetzung, etwas fetteres Fleisch, etwas mageres Fleisch, hat super gepasst. Ihr habt es gesehen, richtig schön streichzart, das Ganze so wie eine Leberwurst sein soll. Aussehen ist super, Geschmack, Geruch, alles super. Leute, probiert es aus und ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Und was soll ich noch groß sagen, wenn euch das gefallen hat, was ich gemacht habe, Abo wäre immer super, ein Kommentar wäre schön. Aktiviert die Glocke, verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Thomas. Ciao, ciao.